Ich habe hier so ein schönes Eichenbrett, aber es ist keine Kante gerade. Ich kann hier nichts abrichten, beziehungsweise ich kann es nicht richtig besäumen. Heieiei. Aber mir ist da eine Idee gekommen, wir werden uns heute eine Abrichte bauen, beziehungsweise eine Besäumvorrichtung für solche Bretter und das Ganze an der Tischkreissäge. Ihr habt dieses schöne Eichenbrett ja gerade eben gesehen, ist echt ein tolles Ding hier, aber mir bringt es nichts, wenn ich hier keine gerade Kanten habe, um das Ganze zu besäumen bzw. dann abzurichten. Aber jetzt erstmal herzlich willkommen bei Gipfelholz, ich bin der Jens und wir bauen uns heute gemeinsam eine, ja ich sage jetzt mal Besäumvorrichtung, Abrichtvorrichtung für die Tischkreissäge. Was mich gleich am Anfang interessieren würde, ist, wie richtet ihr sowas ab oder beziehungsweise besäumt ihr so ein Brett hier? Denn wir haben ja keine gerade Kanten, wir haben hier nichts. Wir müssen aber hier exakt an der Rinde einen schönen Schnitt hinbekommen und der sollte noch gerade sein. Und das Ganze will ich dann am Schluss noch abrichten und das Ganze dann ohne Abrichte. Wie würdet ihr das machen? Schreibt es mal unten in die Kommentare rein, ob ihr da auch irgendwelche Ideen habt. Wir brauchen da auch wirklich nicht viel Material dafür. Wir brauchen wirklich nur Restholz und dieses Restholz werden wir einfach mal verwenden für unseren Bau. Ich habe hier eine Siebdruckplatte, die ist noch übrig. Ihr könnt natürlich diese Abricht- oder Besäumvorrichtung so groß bauen, wie ihr wollt. Ich baue es jetzt hier einfach mal in dieser Größe hier. Da passt dieses Brett hier sehr gut drauf. Das sind meist bei mir die gängigen Größen von diesen Brettern, die ich immer brauche hier. Da passt es perfekt drauf. Und manchmal sind sie auch teilweise breiter und deshalb habe ich hier diese Größe gewählt. Aber das könnt ihr natürlich wählen, wie ihr wollt. Das kriegt ihr auch teilweise auch im Baumarkt für ein paar Euro hinterhergeschmissen. Das sind einfach Abschnitte und gut ist. Des Weiteren brauchen wir noch zwei Holzlatten, die wir haben hier. Das sind auch noch einfach nur Restholz, die bei mir rumgelegen sind. Und wir brauchen 2 bis 3 bzw. 4 Niederspanner. Die werde ich euch natürlich unten auch nochmal verlinken. Aber das kommt immer natürlich darauf an, wie groß ihr euer Brett wählt. Ja, ich habe schon einige Bauanleitungen von solchen Vorrichtungen im Internet gefunden. Die meisten benutzen hierzu auf der Auflagefläche. Hier wird dann die Leiste angebracht. Die kommt dann in die Führungsschiene der Tischkreissäge rein. Die werden wir aber nicht benötigen, denn wir werden einfach den Anschlag von der Tischkreissäge, den werden wir nutzen. Und ich hoffe aber, dass euer Anschlag dann auch justiert ist zum Sägeblatt, damit auch wir einen richtig schönen parallelen Schnitt hinbekommen. Das ist Grundvoraussetzung bei dieser Anleitung hier. Ja, wir werden das Ganze auch so bauen, damit wir verschieden breite Bretter auch besäumen können hier von der Rinde zum Beispiel und am Schluss abrichten können. Und ja, das werden wir jetzt einfach mal starten. Ich werde es euch ganz kurz einfach mal erklären und dann werde ich euch mal zeigen. Das wird gar nicht lang und ihr müsst es auch nicht ganz so bauen wie ich, sondern ich habe da noch, ich sage jetzt mal, was dazu gemacht. Da braucht man dann noch solche Sterngriffe dazu, aber das werde ich euch gleich nochmal erklären. Jetzt werde ich euch erstmal das Grundprinzip dieser Vorrichtung erklären. Und zwar, wie gesagt, wir brauchen wirklich nicht viel. Eine Grundplatte, die holt ihr euch am besten im Baumarkt. Dann habt ihr hier gleich mal einen rechten Winkel zugeschnitten. Das sollte einfach passen. Und wir brauchen 2 Holzlatten, Niederspanner. Und ich werde jetzt noch Eindrehgewinde hier benutzen für Holz. Und zwar, da gibt es auch schon mal ein Video drüber, das kann ich euch nochmal da oben verlinken, was Gipfelholz schon mal gemacht hat über solche Teile hier. Die brauchen wir noch dazu, die braucht ihr vielleicht nicht, je nachdem wie ihr das Ganze baut, aber da kommen wir gleich nochmal dazu. Und zwar jetzt erstmal das Grundprinzip dieser Vorrichtung hier. Wir haben hier unseren Anschlag, wir hätten hier auf der Seite unser Sägeblatt. Jetzt kommt hier eine Leiste hin, die muss gar nicht im Winkel sein. Diese Leiste hier, die an der Seite hier hinkommt, wie gesagt, hier ist der Anschlag, hier das Sägeblatt. Das sollte eigentlich, muss nicht, sollte aber für später, wenn ihr mal auch einen geraden 90-Grad-Schnitt dann machen wollt, sollte das Ganze im rechten Winkel absolut sein. Und jetzt haben wir hier unser Brett, was wir besäumen wollen. Und jetzt wird dann praktisch hier die Kante, der Schnitt angezeichnet, wird ausgerichtet. Diese Latte kommt dann hier hin.
und der Niederspanner spannt praktisch die Platte hier, damit es hält, auf den Tisch. Wir schieben das Sägeblatt hier einfach durch und können richtig gerade schön besäumen. Somit haben wir schon mal einen geraden Schnitt und können dann die restliche Seite auch nochmal sägen. Das zum Grundprinzip. Wir brauchen diese Latte hier am Ende dazu, dass wenn, ja, ich sage jetzt mal, wenn wir hier durchschieben das Sägeblatt, dass hier einfach ein Anschlag vorhanden ist, sollten wir einen 90-Grad-Schnitt, einen geraden Schnitt haben und ihr macht es im 90 Grad, dann kann man das Ganze natürlich auch hier schön im 90 Grad hier anlegen und dann mit dem Sägeblatt hier durchfahren. Aber wie gesagt, diese Latte dient eigentlich nur dafür da, dass wir hier einen Anschlag haben und dass das Brett nicht nach hinten rutschen kann. Und wie gesagt, wir haben ja hier diese Niederspanner hier. So, jetzt ist mir aber noch eins gekommen und zwar, ihr könnt natürlich jetzt das Ganze richtig faul machen. Ihr braucht es einfach hier nur ein paar Spacks reinhauen und im Endeffekt hält dieser Anschlag hier da und ihr könnt dann diese Niederspanner hier nehmen und das Ganze hindrücken. Aber mir ist was anderes gekommen und zwar werde ich hier Eindrehgewinde reinmachen, hier ins Holz. Das sind diese kleinen Teile hier, die werde ich hier einfach reindrehen. Werde hier noch ein Langloch machen für eine Sternschraube hier, die ihr hier seht. Und dann könnte ich jetzt zum Beispiel hier mit der Sternschraube das Ganze festmachen und könnte das Ganze jetzt auch noch seitlich ein bisschen verschieben hier mit diesem Langloch. Das werden wir gleich nochmal sehen. Und hier sind lauter, alle 4 cm werde ich hier Gewinde reinsetzen und dann könnt ihr hier mit der anderen Sternschraube könnt ihr das Ganze festschrauben und ihr könnt dann auch noch das Ganze hier schräg dran bringen. Ihr seht ja, dieses Brett ist wirklich absolut schräg. Und somit können wir eigentlich verschiedene Größen machen. Wir können breite Bretter machen, wir können aber auch, wenn das Brett jetzt viel schmaler wäre, können wir auch das Ganze hier ansetzen und festschrauben. Und das ist der Sinn und Zweck oder die Idee hinter dieser Abrichtung.
So Leute, wir sind fertig. Es hat echt nicht lang gedauert, aber ihr müsst natürlich hier diese Eindrehgewinde müsst ihr eigentlich nicht verwenden. Ihr könnt, wenn ihr das nur ein paar Mal oder paar Mal verwendet, dann könnt ihr das Ding auch hier, diese Leiste hier auch mit Spacks festschrauben. Einfach unten an diese Platte hinschrauben, ist gar kein Problem. Aber da ich das hier sehr oft verwenden werde, in dieser Länge hier habe ich Bretter, die ich dann immer besäumen muss. Deshalb habe ich mir gedacht, ich mache das Ganze mit Gewinde. Aber wie gesagt, müsst ihr nicht machen und den Aufwand ein bisschen mehr. Gut, es ist eine Viertelstunde Mehraufwand, aber gar kein Problem. Jetzt wollen wir mal schauen. Das habe ich auf der Seite schon festgeschraubt. Seht ihr selber, ich kann das Ganze jetzt hier ein bisschen bewegen. Und es kann sein, dass man hier vielleicht noch doch zwischendrin was machen müsste. Aber gut, das werden wir jetzt einfach mal sehen. Wir werden jetzt mal diese Platte hier hinlegen, wie ich das Ganze hier besäumen würde. Ich würde es jetzt so besäumen im Endeffekt. Ja, doch so. So wird es passen ungefähr. Aber man kann ja nochmal nacharbeiten. Und ja, so dürfte es ungefähr passen. Jetzt können wir das Ganze hier festschrauben. Wenn das jetzt zu schräg ist, dann können wir das Ganze natürlich auch schräg machen, hier diese Leiste. Jetzt schrauben wir mal diese Leiste hier fest und schauen mal, was passiert, wenn wir diese Halter runterpressen. So, okay, passt super. Jetzt seht ihr, hinten kann es nicht mehr weg und hier passt es auch. Jetzt können wir ganz normal, seht ihr, es hält richtig super toll. Und jetzt können wir das Ganze auf die Kreissäge nehmen, auf die Tischkreissäge und können dann hier den Parallelanschlag ansetzen und können dann hier schön gerade durchsägen. Jetzt haben wir dann die erste schöne Kante, da brauchen wir das Brett ja eigentlich nur drehen und können dann hier parallel diesen Schnitt machen. So Leute, ihr habt es gerade gesehen, wir haben jetzt hier richtig schön besäumt hier. Wir haben abgerichtet, wir haben besäumt, das ist richtig cool. Also bin da toll begeistert, man kann das toll einstellen und man hat einen richtig schönen Abschnitt ohne Hobeln, ohne Abrichten, ohne allem, einfach nur mit der Tischkreissäge und es funktioniert. Aber das Wichtigste kommt jetzt. Denn wir wollen das Ganze natürlich messen, ob das überhaupt parallel ist und ob das einen Taug hat. So, jetzt schauen wir mal, ich hole euch mal her, dann wollen wir mal das Ganze jetzt hier messen, ob das überhaupt richtig gesägt worden ist. Denn es liegt nämlich an eurem Parallelanschlag, ob ihr ja, den richtig ausgerichtet habt zum Sägeblatt und ob das überhaupt dann passt. So Leute, die Stunde der Wahrheit, 22,8, jawohl, exakt. Und jetzt wollen wir mal schauen, ob das hier dann natürlich auch noch ist. Hier am Ende und jetzt haben wir hier 22,8. Wow, auf den Millimeter exakt parallel. Also da kann man jetzt super weiterarbeiten. Das heißt, man kann das Ganze jetzt anlegen, kann hier einen 90 Grad Winkel hinsägen und dann hat man ein wunderbares Brett und das Ganze ohne Abrichte und ohne Hobel. Echt mega. Damit haben wir bewiesen, dass man mit der Tischkreissäge sehr schön abrichten kann oder besäumen kann. Überhaupt kein Problem, also es funktioniert top. Aber nur als Tipp an euch, natürlich wäre es sinnvoller, wenn ihr dieses Brett ein bisschen länger macht. Nicht so kurz wie ich. Bei mir war es jetzt schon sehr knapp dran mit dieser Länge hier. Also umso länger ihr es macht, umso besser wird es im Endeffekt. Sehe ich jetzt so, denn wahrscheinlich muss ich in Zukunft, wenn ich jetzt längere Bretter habe, schon nochmal, ja, wenn ich mal ein Restholzstückchen habe, dass ich da hier ein längeres Stückchen mache. Aber es hat trotzdem funktioniert und wir sind absolut parallel. Wir können jetzt weiterarbeiten und können jetzt hier einen schönen 90-Grad-Schnitt hinbekommen. Also überhaupt kein Problem.
So Leute, ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Dann lasst doch bitte einen Daumen da, damit unterstützt ihr den Kanal Gipfelholz. Und lasst ein Abo da, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Vergesst die kleine Glocke nicht zu abonnieren, dann verpasst ihr nichts mehr von Gipfelholz. Und ich würde sagen, schreibt es nochmal unten in die Kommentare rein, wie euch das Ganze gefallen hat. Und bis zum nächsten Mal. Servus aus dem Allgäu.